Hallo meine lieben Nähfreunde, ich bin Annika und das ist Umbauvideo Nummer 4. Mein Nähzimmer ist jetzt endlich fertig. Ich freue mich so. In meinem letzten Umbauvideo habe ich euch ja gezeigt, wie wir den Nähtisch mit den zwei verschieden hohen Ebenen eingerichtet haben. Dabei habe ich euch auch gezeigt, wie wir den Tisch verstärkt haben. Im Praxistest hat sich jetzt aber etwas gezeigt, was wir noch ändern mussten. Und zwar war es so, dass ich mit meiner Overlock genäht habe und dieser Tisch hat extrem mitgeschwungen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die ganze Wohnung hat geschwungen gefühlt und deswegen musste ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Zum einen haben wir uns überlegt, wäre es vielleicht sinnvoller, die Ebenen wirklich zu verschrauben und zu verbinden. Vorher lag alles nur auf, was natürlich eine starke Schwingung mit sich bringt. Deswegen haben wir ganz große Schrauben genommen und dann beide Ebenen miteinander verschraubt an verschiedenen Stellen. Das stört aber zum Glück mein Schubfach nicht, das hat genau gepasst. Als nächstes haben wir uns überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, den Tisch noch ein bisschen zu versteifen. Versteifen in dem Sinne, dass man noch Holz anbringt. Da ist es jetzt wichtig, dass man das richtige Holz wählt. Und zwar zeige ich euch mal die beiden Varianten, die man im Baumarkt kaufen kann. Zum einen kann man hier dieses ganz normale Vollholz kaufen. Das sieht hübsch aus und ist auch recht günstig. Nur leider hilft das beim Versteifen nicht so richtig, weil jeder, der schon mal bei Wind draußen war, kann sehen, dass sich Bäume ja auch im Wind biegen und genauso ist es bei diesem Holz. Deswegen empfehle ich, dass ihr solches Leimholz benutzt. Eigentlich sind da auch nur Vollholzstücke zusammengeleimt. Das klingt jetzt einfacher, als es ist. Und zwar ist dieses Zusammenleimen dann eine ganz steife Angelegenheit. Also es fühlt sich auch überhaupt nicht mehr so weich an. Man kann es nicht biegen dadurch und zum Beispiel solche Astlöcher werden damit auch komplett ausgeglichen. An solchen Stellen kann Holz reißen oder auch brechen. Bei Leimholz ist es dadurch so steif, dass es nicht mehr brechen kann. Und das haben wir dann von unten an meinen Nähtisch rangeklebt mit ganz normalem Holzleim und es dann noch zusätzlich verschraubt. Also das Leimen bringt einmal den Vorteil, dass die Platte genau mit dem Holz verbunden wird und das Schrauben presst dann das Holz noch an die Platte an. Von unten sieht das Ganze dann so aus. Übrigens seht ihr hier auch meine integrierten Steckdosen. Ich hatte dabei auf jeden Fall Hilfe. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden, dass wir es genau deswegen so gemacht haben. Ich habe dabei auch geholfen und auch kontrolliert, ob das mit meinem Schubfach am Ende auch noch gut funktioniert. Zusätzlich habe ich für meine Overlock noch so eine Nähmatte bestellt. Die kann man ganz einfach bei Amazon erwerben und die soll auch noch mal ein bisschen die Schwingungen reduzieren. Die Overlock steht jetzt da drauf und ich habe schon das Gefühl, dass die auch was bringt. Das war jetzt auch keine große Investition. Vielleicht ist das auch was für euch. Und wenn ihr jetzt auch diese Probleme habt, dass bei euch alles zu doll schwingt, ihr habt schon so eine Matte, ihr habt vielleicht auch schon eure Platte versteift, dann hilft es natürlich auch, wenn ihr nicht auf voller Geschwindigkeit näht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, dass ich bei meiner Overlock vielleicht nicht mehr komplett Vollgas gebe, weil so eine Bernina Nähmaschine auch wirklich viel Power hat, sondern ich nähe einfach ein bisschen langsamer, also auch nicht super langsam, aber ein bisschen langsamer und das bringt auch schon richtig viel. Aus dem letzten Video wisst ihr ja bereits, meine Lochplatte ist in die Dachschräge eingezogen und jetzt konnte ich sie endlich mal einräumen. Und da hatte ich ja hier noch diese Haken und an denen hängen jetzt meine Scheren. Die sind jetzt immer griffbereit direkt neben der Nähmaschine. Auch der Rollschneider ist hier mit eingezogen und das hängt hier und nutzt perfekt diesen Platz. Alle weiteren Fächer hatte ich vorher schon und die Sachen, die da drin sind, wie zum Beispiel Nähgewichte oder Stoffklammern oder auch Nadeln, sind dort geblieben. Auch Stifteboxen hatte ich hier schon. Was für mich jetzt neu ist, ist hier oben
diese Leiste. Das ist so eine Leiste zum Anhängen, zum Beispiel für kleine Sachen. Und ich habe hier aber meine Lineale reingestellt und das hält richtig gut. Da können auch größere und kleinere Lineale rein. Zum Beispiel auch die Bügellineale. Die hängen jetzt in dieser Leiste und nutzen damit auch wieder die Länge von der Dachschräge. Das finde ich wirklich genial, dass ich das so gut unterbringen konnte. Denn gerade diese langen Lineale, da muss man sich echt überlegen, wo man die unterbringen soll. Diese Ansicht hier müsste euch ja auch bekannt vorkommen. Und zwar habe ich ja hier auch noch eine Schublade. Da habe ich jetzt alles rein versteuert, was ich so zum Filmen brauche. Aber auch Sachen, um Schnittmuster zusammen zu kleben. Also alles, was ich dafür habe. Und hier habe ich ja einen weiteren Stoffschrank. Ich habe mich jetzt entschieden, die beklebte Seite nach außen zu nehmen. Also hier seht ihr diese Folien von Limmerland. Die sieht man jetzt von außen. Nach innen kann ich übrigens diese Schubfächer aber auch ziehen, wenn ich gerade am Tisch sitze. Und so habe ich dann hier meine Stoffe drin und auch meine Bündchenware und kann dann jederzeit ran. Hier habe ich jetzt die Sachen hingemacht, die ich vielleicht nicht mal schnell brauche, sondern mir immer eher bereitlege. Bei meiner Konstruktion habe ich so richtig Glück gehabt. Und zwar konnte ich meine Garnrollenhalter hier perfekt in diese Halterung von meinem Nähtisch einschieben. Hier habe ich meine Garnrollenhalter. Das ist so eine Box, die kann ich euch auch mal verlinken. Die ist richtig cool für sehr viele Garne und ich habe ja wirklich viele. Und auch meine Overlock-Box passt hier perfekt rein und kann damit komplett den Platz nutzen von der Auflage von meinem Nähtisch. Einfach toll. Wie gesagt, beide Boxen verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Die können jetzt hier wieder rein und also, das ist wirklich cool, dass das perfekt passt. Das ist nicht gemessen, das ist Glück. Und dann habe ich noch meine Nähnadeln. Dazu hatte ich ja mal diese Box hier selbst gestaltet aus einer T-Box. Die passen hier oben hin, genauso wie andere Bastelmaterialien, die jetzt weiter hinten stehen. Und dann habe ich auch schon angefangen, hier meine Boxen zu bestücken mit meinen Stoffen. Und die habe ich jetzt gerollt und gefaltet, je nach Stoffart ein bisschen unterschiedlich und auch die Stoffe sortiert. Ich zeige euch mal, wie ich die gelegt habe, damit die wirklich platzsparend unterwegs sind in meinen Schubfächern. Dabei habe ich mir erstmal die unterschiedlichen Trofast-Fächer angeschaut. Einmal die tiefen, in die habe ich zum Beispiel jetzt Sweatstoff gesteckt. Und dann habe ich mir noch die flachen vorgenommen. Hier ist zum Beispiel jetzt Webware drin. Ihr seht schon, das ist jetzt einmal flach gelegt, damit es gut reinpasst. Und seht mal, hier lasse ich immer ein bisschen Platz, damit ich dann wieder vorne das entnommene Stück reinstecken kann. So ist alles gut sortiert, auch in verschiedenen Größen, weil ich ja unterschiedlich große Stoffstücke habe. So richtig perfekt wird es sowieso nicht. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Dafür nehme ich mir jetzt einmal ein paar Jersey-Stoffe, die habe ich schon ein wenig farblich sortiert. Hier ist jetzt meine Sortierung mit Muster bedruckte Jersey-Stoffe, die irgendwie einen pinken Anteil haben, und nehme mir mein Trofast-Regal und stelle mir das hochkant hin, damit ich es reinstapeln kann, und wenn ich es dann kippe, ist es wunderschön gelegt und es kann nach oben hin entnommen werden. Jetzt nehme ich mir den ersten Stoff vor und schau mal, okay, der würde jetzt so rausschauen. Das heißt, wir müssen den einmal so legen, dass er nicht rausschaut und dass er perfekt in diese Schublade reinpasst. Also wird er einmal genommen und ordentlich gefaltet. Das empfehle ich sowieso, wenn ihr euren Stoffschrank aufräumt, dass ihr alles einmal nochmal ganz neu faltet und wirklich Ecke auf Ecke legt. Schaut mal, das sieht doch gleich viel besser aus. Und wenn wir das jetzt zusammenlegen, würde es schon reinpassen. Dann nehme ich es so, dass wir eine längere Seite haben und kann es jetzt einmal falten. So würde es jetzt schon perfekt reinpassen. Das ist jetzt sehr viel Stoff, deswegen falte ich den nur einmal. Ich zeige euch aber auch noch eine zweite Technik, die ich angewendet habe beim Falten. Und zwar bei diesem Stoff habe ich jetzt ein sehr, sehr großes Stück noch zur Verfügung, ein sehr langes. Und das kann man jetzt einmal falten, wenn man so eine Länge hat, und dann noch von links und rechts einschlagen, wie so ein Buch. Und dann nehme ich es zusammen und habe eher eine Rolle, aber auch die kann ich sehr gut entnehmen und sehr gut reinstecken.
Ich zeige euch mal, wie ich die jetzt reinlege. Die kann jetzt hier zum Beispiel super in diese Seite rein. Und dann gucke ich mir die verschiedenen Stoffstücke an. Manche sind schon angeschnitten, manche musste ich dann auch immer wieder falten, bis sie dann passen. Aber mein System macht Sinn, wenn dann alles einmal reingefaltet ist. Ich habe auch nochmal Stücken abgeschnitten, die da so rumgefitzelt sind. Das hat mich richtig gestört. Und habe festgestellt, es ist sogar noch viel mehr Platz drin und konnte dann noch zum Beispiel mein Interlock-Jersey unterbringen. Das Ganze ist jetzt einmal ordentlich übereinander gefaltet und kann jetzt eingeräumt werden. Die Bänder habe ich jetzt teilweise nur in meinen Schubladen liegen, so habe ich sie direkt griffbereit. Das finde ich ein bisschen praktischer und ich habe sie oft auch mit Gummis oder mit Klebeband zusammengeklebt. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, dass ihr die so schön zusammenlegen könnt. Bei Gummibändern funktioniert das übrigens auch. Dafür öffnen wir einmal die seitliche selbstgebaute Schublade. Die sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus, nicht erschrecken, aber mein Chaos hat ein System versprochen und anhand dieser Schublade will ich euch einmal demonstrieren, wie ich die Sachen zusammengelegt habe, damit sie auch halten. Ich habe ja auch viel in Tüten, das lasse ich auch in den Tüten, dann kann nämlich nichts wegkommen. Hier sind meine Reißverschlüsse, das sind Endlosreißverschlüsse, aber auch einzelne, die habe ich mit so einem Gummiband zusammengebunden. So kann man jederzeit eins entnehmen, wenn man es benötigt. So ist es für mich auf jeden Fall am praktischsten. Gurtbänder kann man übrigens hervorragend mit Nadeln fixieren. Dafür könnt ihr zum Beispiel eure Stecknadeln nutzen, die ihr sowieso im Haushalt habt. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. Und zwar habe ich mir mein Gurtband genommen und das schön ordentlich zusammengelegt. Zum Beispiel kann man das über seine Hand nehmen und das dann zusammenfädeln oder einfach legen. So habe ich das über der Hand gehabt und habe es dann einfach aufgefädelt. Dann kann das richtig schön flach in der Schublade liegen. Und wenn ihr dann fertig seid, dann nehmt ihr wirklich einfach nur eine handelsübliche Stecknadel. Das kann wirklich die günstigste vom Teddy sein. Und steckt die ins obere Ende rein, ein bisschen quer bzw. schräg, damit ihr euch damit nicht stechen könnt und alle Schichten oder fast alle Schichten erwischt werden. So könnt ihr das schön flach, ich fixiere das nochmal neu. So könnt ihr das schön flach in euer Fach legen. Ich finde das richtig praktisch. Und es hält perfekt. Mein Klettband habe ich genauso über der Hand zusammengerollt und ein bisschen zusammengeklettet, damit es hält und dann mit Klebeband fixiert. Das funktioniert auch richtig einfach und praktisch und so ist es immer schön zusammengelegt. Natürlich ist hier der Nachteil, dass ihr immer wieder, wenn ihr es benutzt, das Klebeband neu kleben müsst. Dann habe ich mir so eine Schütte genommen, die flach ist, um jetzt meine Gummibänder einzuräumen. Davon habe ich auch richtig viele. Manche sind sogar noch verpackt. Oft lasse ich die Sachen auch in den Verpackungen, einfach damit ich am Ende auch noch weiß, was es ist und welche Größe oder Maße es hat. So muss ich nicht ständig nachmessen, wie breit denn jetzt zum Beispiel dieses Gummiband ist. Ich lasse es dann wirklich einfach aufgewickelt auf der mitgelieferten Pappverpackung. Dann habe ich mir noch Gummibänder in Tüten bestellt. Die lasse ich auch gleich in diesen kleinen Tütchen, die vom Händler mitgeschickt werden. Und dann habe ich hier Gummibänder schon sortiert, zum Beispiel mit Klebeband. Oft ist auch schon Klebeband drum mit den richtigen Maßen. Das versuche ich immer zu lassen, damit ich mir das merken kann. Auch hier habe ich wieder übrigens mit meiner Hand einfach aufgerollt. Ihr könnt das jetzt also quasi mit diesem Klebeband umwickeln. Ihr müsst es halt immer wieder benutzen. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil von dieser Klebebandtechnik. Deswegen möchte ich euch einmal noch die Technik mit den Gummibändern zeigen. Auch hier wird wieder einfach mit der Hand aufgewickelt. Ihr nehmt also zwischen Daumen und Zeigefinger das erste Ende und wickelt das zweite einmal immer wieder um die Handfläche und nehmt dann einfach Haushaltsgummi. Den könnt ihr nämlich immer wieder benutzen. Mein Haushaltsgummi stammt übrigens von Frühlingszwiebelbünden. Bündchen? Kleinen Moment. Okay, also Bünden war wohl richtig. Zurück zu den Gummibändern. Die benutze ich einfach und hebe sie auf für zum Beispiel genau solche Zwecke. Also alle Gummis, die ihr jetzt hier seht, waren schon mal an
Frühlingszwiebeln dran. Auch wenn ihr zum Beispiel von einer Gummibandart in derselben Farbe und derselben Breite mehrere Stücke habt, könnt ihr die zusammennehmen und zusammen über die Hand wickeln. Das ist überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr den Gummi benutzen und legt den einmal drumherum, beziehungsweise zweimal, und schon hält das Ganze und beschädigt auch euer Gummiband nicht. Das ist auch nachhaltig, weil ihr diesen Gummi ja immer wieder benutzen könnt. Und so kann ich das dann hier einsortieren. Man kann das jetzt noch farblich sortieren, aber so viel waren es dann doch nicht. Na, wer erinnert sich noch an meinen Näh- und Bastelwagen? Den konnte ich jetzt endlich mal einräumen und habe den fertiggestellt. Hier ist jetzt alles drin, was mit Plotten und Basteln zu tun hat. Hier oben drauf passt zum Beispiel perfekt meine Bügelmatte. Die liegt jetzt hier drin. Und auch mein kleines Bügeleisen hat hier einen guten Platz gefunden. Dabei nutze ich jetzt den Haken als Kabelhalter, damit mich dieses Kabel nicht stört. Seid ihr gespannt, was in den Schubladen drin ist? Na, dann zeige ich es euch mal. Übrigens ist mir aufgefallen, wenn ich bügeln möchte, dass ich noch eine Steckdose brauche. Deswegen haben wir unter dem Nähtisch jetzt nochmal eine extra Steckdose installiert für zum Beispiel Bügeleisen. Die ist super praktisch. Ich habe eine kleine Schwäche für diese Setzkästen. Das möchte ich euch noch zeigen. Man hat ja hier so einen Hohlraum, in den man noch was packen kann. Da ist jetzt dieser Setzkasten drin. Den habe ich von Flying Tiger. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr so einen Laden in eurer Nähe habt. Die haben aber auch einen Online-Shop, falls ihr Interesse habt. Und das ist ein Setzkasten mit mehreren Etagen, durchsichtig, so dass man immer sieht, was drin ist. Und man kann jederzeit eine Etage abklipsen und abmachen, die man jetzt eben gerade braucht. Dazu kann man dann auch diese Fächer auch noch größer und kleiner machen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Das war eine gute Investition, würde ich sagen. So, das räumen wir aber gleich wieder ein. Denn Label und Co. brauchen wir jetzt nicht. Also Label und ein paar Bänder habe ich dort auf jeden Fall verstaut. Dann schauen wir mal hier. Hier sind jetzt alle Folien drin und Schnittmaterialien, die ich so zum Plotten habe. Also hier meine Federtasche, da drin habe ich alles, was irgendwie Haken sind und Rakel. Und meine ganzen Folien sind erstmal hier oben drin, damit die gut sortiert sind. Folien, die ein bisschen größer sind, sind hier drin gelandet. Weil es gibt ja auch Folien, die sind größer als A4 oder ungefähr A4. Das habe ich jetzt hier in so einem Ordner getan. Dann haben wir hier noch eine Schublade. Hier ist alles drin, was mit Stiften und Karten zu tun hat. Also ich habe richtig viele Stifte und Karten, wie wir jetzt hier sehen gerade. Und da werde ich auf jeden Fall aber versuchen, ein bisschen mehr Materialien in nächster Zeit zu verbrauchen. Weil gerade wenn man mal umräumt oder aufräumt, merkt man, dass man von manchen Sachen einfach viel zu viel hat. Das betrifft übrigens auch meine Stoffe. Und hier unten drin habe ich noch nicht so viel, denn es ist immer wichtig, wenn man umzieht oder umbaut, dass man sich ein bisschen Platz lässt, denn es kommen immer Sachen dazu. Hier drin habe ich auch nochmal Setzkästen. Ihr seht, ich habe wirklich eine Leidenschaft dafür, für Kleinkram, also Knöpfe oder Kordelenden oder magnetische Verschlüsse. Und hier haben wir alles, was mit dem Thema Cam Snaps zu tun hat, auch noch mit drin. Und so habe ich das jetzt einsortiert. Hier in diese Schütte werden mal Magazine einziehen. Aktuell habe ich Stickvlies drin, aber ich habe auch ganz viele Nähmagazine. Die können dann in diesem sogenannten Magazinsammler auch landen. Und so ist der Wagen auch schon fast voll. Wie gesagt, ein bisschen Platz habe ich mir gelassen, weil man ja nie weiß. Ihr seid bestimmt genauso wie ich gespannt, wie der Vorher-Nachher-Vergleich ausfällt. Also vorher hatten wir hier einfach nur eine Nische und ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Und jetzt erstrahlt dieses Nähzimmer in neuem Glanz mit diesem coolen, zweistöckigen Nähtisch. Ich bin richtig begeistert und ich freue mich so, dass ich hier jetzt drehen und einziehen darf. Als nächstes habe ich ja überlegt, wie ich die Dachschräge perfekt nutzen kann. Und auch hier sind tolle neue Sachen eingezogen. Zum Beispiel konnte ich meine Lochplatte jetzt weiterhin benutzen und genauso sogar funktional nutzen wie vorher. Und dann gibt es ja noch diese tollen Trofast-Regale, die jetzt auch ein bisschen anders stehen, als es geplant war. Aber mir gefällt es richtig gut.
Das war jetzt der letzte Teil unserer Umbauserie. Mein Nähzimmer ist fertig. Trotzdem möchte ich euch noch mit auf die Reise nehmen, wie jetzt alles eingeräumt wird und sortiert wird. Beziehungsweise nutze ich ja jetzt verschiedene Systeme und schaue mir mal an, was für mich jetzt am besten passt. Bleibt doch am besten dran und abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!